Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Tortentutorial. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Heute zeige ich euch, wie ihr Torten mit Fondant einkleidet. Die Herstellung von Fondant habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Infobox. Ihr könnt ihn natürlich auch dazu kaufen. Das bleibt euch überlassen, was euch am liebsten ist. Bevor es ans Einkleiden geht, ist es wichtig, die Torte mit einer Ganache oder mit einer Buttercreme einzustreichen. Welches ihr von beiden verwendet, ist ganz egal. Richtet das vielleicht nach dem Geschmack eurer Torte. Ich habe heute zum Beispiel eine Pfirsich-Maracuja-Creme und habe mich deswegen für eine Buttercreme entschieden. Ich denke mal, das passt einfach besser wie eine Schokoladenganache. Die Torte habe ich vorher auf ein Cakeboard gestellt, was ich persönlich mir zurechtschneide aus Kaperplatten. Wie ihr seht, habe ich hier schon einige Cakeboards rausgeschnitten. Ich schneide das immer mit einem Bastelskalpell aus, nehme mir als Schablone den Tortenrahmen, schneide das genau in der Tortengröße auch aus, stelle dann meine Torte da drauf und bestreiche sie dann mit der Buttercreme oder mit der Ganache. Dann kommt der Fondant außen rum und da bleibt die Torte auch immer drauf stehen. Somit kann ich eigentlich sehr schön mitarbeiten. Ich kann meine Torte drehen und wenden, ich kann sie transportieren, ohne dass mir irgendwann der Boden zerbröselt. Diese Kaperplatten bekommt ihr unter anderem im Architekturbedarf im Internet zu kaufen. Ich setze euch nochmal einen Link in die Infobox, aber googelt es vielleicht mal mit einer Stadt in eurer Nähe, Kaperplatte und die Stadt in eurer Nähe. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr findet dort ein Geschäft, wo ihr das Ganze kaufen könnt, denn im Internet ist es so, dass der Versand sehr teuer ist, weil das Ganze nämlich mit Sperrgut geliefert wird. Ich habe meine Torte mit der Buttercreme eingestrichen und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf. Als erstes habe ich ganz vorsichtig den Tortenrand abgenommen und dann die erste Schicht Buttercreme drumherum gestrichen. Ich mache das hier mit einer Tortenschaufel, damit komme ich ganz gut klar. Ihr könnt das natürlich auch mit einem größeren Messer machen oder mit einer Tortenpalette, da müsst ihr einfach ausprobieren, mit was ihr klarkommt. Diese Schicht muss jetzt nicht ordentlich sein, da geht es hauptsächlich darum, dass die Krümel gebunden werden. Sobald ihr damit fertig seid und die Torte rundherum eingestrichen ist, gebt ihr sie in den Kühlschrank für 20 Minuten, halbe Stunde, dass die Schicht fest wird und dann könnt ihr die zweite Schicht drüber arbeiten. So, nun kommt die zweite Schicht drüber. Die muss dann jetzt natürlich schon ein bisschen ordentlicher gearbeitet werden, schön sauber gestrichen werden. Sehr schön lässt sich das auch am Rand mit der Teigkarte machen. Funktioniert natürlich auch super mit einem Drehteller, so wie ich das hier mache. Meiner ist von Ikea. Und dann gebe ich noch etwas drüber und arbeite wirklich die Buttercreme schön glatt aus, sodass ich nachher beim Fondant keine Wölbungen habe. Wenn ihr das fertig habt, gebt ihr die Torte nochmal in den Kühlschrank, auch wieder für 20 bis 30 Minuten, bevor ihr mit dem Fondant arbeitet. Als erstes knetet ihr den Fondant nochmal richtig gut durch, dann pudert ihr eure Arbeitsfläche und den Fondant mit Speisestärke ab und dann könnt ihr anfangen mit Ausrollen. Immer schön rund ausrollen und immer wieder auch mit der Stärke nachpudern, dass der Fondant auch nicht anklebt. Ich nehme den Fondant zwischendurch immer mal wieder hoch an den Seiten, um zu kontrollieren, dass er nicht anklebt. Sollte er mal ankleben, müsst ihr ihn komplett von der Arbeitsfläche entfernen, nochmal richtig gut durchkneten und erneut ausrollen. Ich habe immer mal wieder kleine Krümelchen, die ich mit dem Skalpell entferne. Ihr müsst ihn auf jeden Fall größer ausrollen, als die Torte ist. Also ich hatte von der Menge her ein knappes Kilo von dem Fondant für eine große 28er Torte. So, da hat es noch mal ein bisschen angeklebt. Aber wenn es groß genug ausgerollt ist, er ist jetzt so zwischen 3 und 4 mm dünn, dann nehmt ihr ihn nach hinten. Ich mache das immer ganz gerne mit Hilfe meines Ausrollstabes, denn so reißt er mir auch nicht. Dann holt ihr eure Torte und dann legt ihr den Fondant erstmal locker oben drauf.
drückt die Oberfläche ein bisschen fest und dann arbeitet ihr erstmal die Seiten, ohne die Seiten festzudrücken mit der Handkante, und durch Hochheben des Fondants arbeitet ihr erstmal die Falten raus, sodass eure Seiten auch wirklich faltenfrei wird. Dann könnt ihr den groben Überstand erstmal wegnehmen. Den müsst ihr übrigens nicht wegwerfen, den könnt ihr auf jeden Fall noch weiter verwenden. Und dann fangt ihr an, mit dem Tortenkletter zu arbeiten, schön die Kante unten ausarbeiten. Dann könnt ihr sie mit einem scharfen Messer auch richtig schön sauber abschneiden. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Torte mit dem Tortenklettern nochmal richtig schön bearbeiten. Bei mir ist es oft so, dass Buttercremetorten immer ein bisschen Blasen schlagen unter dem Fondant. Bei mir gibt sich das aber immer wieder, wenn er im Kühlschrank gestanden hat. Die Blasen, die gehen dann immer wieder weg. So schön glätten, so lange bis ihr zufrieden seid. Dann könnt ihr die Torte weiterverarbeiten oder in den Kühlschrank stellen zur Weiterverarbeitung. So, meine Torte, die ist nun fertig eingedeckt und steht jetzt wieder im Kühlschrank und wartet dort für die Weiterverarbeitung. Wie ihr gesehen habt, war meine Buttercreme jetzt nicht ganz so glatt gewesen. Das war jetzt auch nicht ganz so schlimm, denn die Buttercreme war noch nicht so feste gewesen und so glättet sie sich automatisch, wenn man mit dem Fondantkletter drüber geht, glättet sie sich automatisch nochmal ein bisschen mit. Bei Ganache ist es so, die müsst ihr von vorne weg schon richtig gut glatt arbeiten, denn wenn die Ganache mal fest ist, da lässt sich im Nachhinein nicht mehr wirklich viel glätten. Aber das zeige ich euch nochmal in einem separaten Video. Das Stärkesäckchen, das besteht bei mir hier aus diesem ganz dünnen Spültuch, die ihr im Supermarkt zu kaufen bekommt. Das ist ein recht großes Spültuch. Die schneide ich mir immer in 4 Teile und nehme so ein Teil, gebe dort ein bisschen Speisestärke rein und verknote das dann oben mit einem Stück Kordel oder mit einem Stück Gummi. Und so habt ihr immer ein schönes Stärkesäckchen, wo ihr die Arbeitsfläche und auch den Fondant mit abpudern könnt, dass er euch nicht anklebt. Mit Puderzucker selber habe ich nicht so gute Erfahrungen. Viele empfehlen Puderzucker, aber ich finde, der Puderzucker hat mir immer wieder geklumpt und mein Fondant hat mir regelmäßig an der Arbeitsplatte geklebt. Also ich musste den Fondant immer mehrmals ausrollen, bis ich endlich mal das so weit hatte, dass ich ihn für die Torte benutzen konnte. Das mit dem Stärkesäckchen habe ich selber mal vor einiger Zeit auf diversen Tortenblogs gesehen und habe es mir einfach abgeguckt und muss sagen, damit arbeite ich wirklich super und kann das auch wirklich nur empfehlen. Ein Link. Die allererste Motivtorte setze ich euch nochmal in die Infobox, denn ich habe dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, was ich euch heute in dem Video gezeigt habe. Fondantrezepte gibt es auch welche auf meinem Blog. Den Link findet ihr auch in der Infobox und natürlich auch den Link zu einem Shop, wo ihr Kaperplatten zu kaufen bekommt, wenn ihr das auch so machen möchtet. Meine Kaperplatten, die ich immer verwende, direkt unter der Torte, haben 5 mm Durchmesser bzw. haben 5 mm Dicke. So, dann war es das für heute gewesen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir doch einen Kommentar da. Ich freue mich auch über Tipps, über Anregungen. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ich beantworte sie euch gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!